Good evening. Guten Abend. Let's open with prayer. Lasst uns mit einem Gebet anfangen. Amen. Amen. How many presentations do I have? 10. 1 hour, yeah. There's a clock in the back. Okay, good. It's been some time since I've been to Germany. Es ist schon einige Zeit her, dass ich in Deutschland war. I think it's been 16 months. Ich glaube, es sind 16 Monate. And a lot of things have happened since I was last here. Und es ist viel passiert, seitdem ich das letzte Mal da war. I think there may be people here who I haven't met before. Es kann sein, dass jetzt hier Leute da sind, die ich noch vorher nicht getroffen habe Or I don't know very well. oder die ich noch nicht sehr gut kenne. So it's always to assume things. Also es ist immer gefährlich, irgendwelche Dinge anzunehmen. But I do assume that you have some awareness of what's going on in our movement at the moment. Aber ich denke, dass ihr ein bisschen vertraut mit dem seid, was in dieser Bewegung momentan vor sich geht. Als ich hier The audio's gone. das come back. Audio ist weg, es kommt wieder. 2016, Also 2016, my series was entitled An Introduction to the Binding Of. da meine Serie, die ich gehalten habe, der Titel davon war eine Einleitung zu der Zeit des Bindens. And if you've been keeping up with the advancing light that's been shown in this movement, Und wenn man mit diesem voranschreitenden Licht mitgegangen ist in dieser Bewegung, you know that the subject of the binding of has developed quite extensively since then. dann weiß man, dass dieses Thema über diese Zeit des Zusammenbindens, dass dies sehr groß geworden und sich entwickelt hat. I have 10 presentations this week, Ich habe 10 Präsentationen diese Woche and it's my hope to try and tackle some of the controversies that are in our movement und ich hoffe, dass ich in diesen Präsentationen einige dieser Probleme, die in dieser Bewegung momentan herrschen, dass ich da ein bisschen so drüber reden kann. So I want to ask a favor of you all, Also möchte ich jetzt euch um etwas bitten, because I don't know you very well. weil ich euch jetzt nicht sehr gut kenne. If there are any things that you're not familiar with Wenn es da jetzt Dinge gibt, mit denen ihr nicht sehr vertraut seid or that are not clear, oder die nicht deutlich sind, klar sind, please during our time here approach me, dann bitte in der Zeit, die wir hier zusammen verbringen, bitte kommt auf mich zu. because I don't want to leave at the end of this week Denn ich möchte nicht am Ende der Woche hier weggehen having caused you more consternation and more trouble than you began with. und euch mehr Problematiken oder Verunsicherheiten beigebracht zu haben, als dass sie eigentlich verschwunden sind. Today there are many voices in our movement Heute gibt es viele Stimmen in unserer Bewegung and we have many different shakings going on. und wir haben viele verschiedene Sichtungen, die vonstatten gehen. Truly the statement that everything that can be shaken will be shaken is being fulfilled today. Wahrheitsgemäß ist dieses Zitat, dass alles, was gesichtet werden kann, wird gesichtet, findet heutzutage statt. Now I know some of you were here in September when I came last year, 2016. Einige von euch waren da im September vom vorigen Jahr 2016 And at that camp meeting, und an diesem Camp-Meeting, one of the subjects that caused a lot of problems in our movement
Eines dieser Themen, die eine sehr große Problematik in unserer Bewegung verursacht hat, was the parable of Matthew 13. war das Gleichnis von Matthäus 13. So I want to begin my presentations Also möchte ich meine Präsentation damit beginnen, by dealing with the subject of Matthew 13. um mit diesem Thema Matthäus 13 nochmal handzuhaben, nochmal We're drüber going zu to be reden. looking at verses 24 to 30, Und wir werden die Verse 24 bis 30 the betrachten. parable of the wheat and tares. Und das ist das Gleichnis des Weizen und des Unkrauts. As I say, if there are things that you don't understand, Und wie schon gesagt, wenn es da Dinge gibt, die ihr nicht verstanden habt, please approach me. dann bitte kommt auf mich zu. And I also want to offer an apology Und ich möchte auch mich entschuldigen, because of the issues that are in our movement. wegen diesen Problematiken, die in unserer Bewegung herrscht, I'm currently doing quite a lot of traveling, reise ich sehr viel. and I didn't have the opportunity to have notes. Und ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, Notizen vorzubereiten. That's one reason. Das ist ein Grund. The other reason is Der zweite Grund, because so many things are happening dass so viele Dinge zur gleichen Zeit passieren so quickly. und so schnell, Sometimes it's hard to put notes 2 months before a prophecy school that were going to be relevant at that prophecy school. dass es kaum machbar ist, dass man 2 Monate vor einer Prophetieschule Notizen gibt und dass die überhaupt noch relevant sind, wenn man zu dieser Prophetieschule kommt. So as I go through Spirit of Prophecy quotes, Also während ich da durch die Geist der Weissagen Zitate hindurchgehe, I'm hoping we're all going to be able to follow along. dann hoffe ich, dass wir alle folgen können. But I do appreciate it's not easy. Und ich weiß, es ist nicht sehr einfach. So we begin rereading Matthew 13, verses 24 to 30. Also jetzt werden wir anfangen zu lesen, Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. If you want to, if you don't want to. You don't want to? Okay, also Matthäus 13, Verse 24 bis 30. All of them? Yeah, 7 Okay. verses. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich ab das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrautes gleich mit den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So what we want to do Also was wir tun werden in this presentation in dieser Präsentation, is to go through these verses quite carefully. dass wir vorsichtig durch diese Verse hindurchgehen. And if we don't finish through the verses this presentation, we'll continue in our next presentation. Und wenn wir in dieser Präsentation es nicht abschließen, dann werden wir es weiter tun in unserer nächsten Präsentation. I often find it helpful to have a dialogue, Für mich ist es oft sehr hilfreich, so einen Dialog zu haben. but the dynamics that we have at this meeting may not afford us that opportunity. Aber die Dynamik, die in diesem Seminar herrscht, ermöglicht dies vielleicht nicht ganz so. So sometimes if I'm asking questions, I'll probably answer my own questions. Also es kann sein, dass wenn ich manchmal eine Frage stelle, dass ich sie dann auch selber beantworte. Now when I spoke about this parable 15, 16 months ago, Also als ich über dieses Gleiches 15 oder 16 Monate vorüber schon gesprochen hatte, I just did it as a passing comment. habe ich es eigentlich nur so als ein Kommentar im Vorbeigehen getan. But that passing comment Dieser vorübergehende Kommentar ended up causing a lot of problems for many people. endete darin, dass es bei sehr vielen Menschen Probleme ausgelöst hat. And what people ended up doing Und was Menschen dann getan haben, was they went back to the spirit of prophecy war, dass sie zurück zum Geist der Weissagung gegangen sind and they checked what Ellen White's comments were on this parable.
Und sie haben geschaut, was Ellen White ihre Kommentare zu diesen Passagen in der Bibel ist. And based upon what they read that Ellen White was saying about this parable, Und basierend darauf, was sie gelesen haben, was Ellen White über diese Passage zitiert, people came to the conclusion that what I'm teaching is erroneous or error. kamen dann diese Menschen zu der Schlussfolgerung, dass das, was ich lehre, über dieses Gleichnis falsch ist. But what many people haven't appreciated Aber was vielen Menschen nicht so, was sie nicht so wertgeschätzt haben, is that when prophets are doing their ministry, dass wenn Propheten ihren Dienst vollrichten, depending upon the circumstances at hand, depending or undepending? depending, Okay, Dankeschön, es hängt davon ab, von den Umständen, die da herrschen, they will make different applications of Bible verses. werden sie verschiedene Anwendungen von Bibelversen vorgehen. And Ellen White is no different. Und Ellen White ist da nicht anders. So, depending on the circumstance that she wants to, that she's confronted with, Also aufgrund der Umstände, mit denen die sie entgegentreten muss, she will make a different application of this parable. wird sie eine unterschiedliche Anwendung von diesem Gleichnis machen. I'm sure all of us have read this parable before, Ich bin sicher, dass alle schon dieses Gleichnis bereits mal gelesen haben. and I'm sure you've all read the passage from Christ Object Lessons, which is the major commentary on this parable. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch schon mal dieses Zitat von Christi Gleichnisse gelesen habt, welches dieses größte oder das bekannteste Kommentar zu diesem Gleichnis ist. So, if I were to ask you Also wenn ich euch jetzt fragen würde, what a tear is, was ist denn ein Unkraut? what would you think a tear would be, Was würdet ihr denken denn, was ist denn ein Unkraut? based upon your understanding of this parable? Basierend auf deinem Verständnis von diesem Gleichnis. Straightforward. Wenn man das jetzt einfach so nur liest, was würdet ihr da denken? But what is symbolizing? Also was würde dieses Yes, they don't belong symbolisieren? there. Okay, sie gehören da nicht hin. The reason I asked the question, Der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist folgende. because if you go forward to verse 38, Wenn man nämlich zum Vers 38 geht, she says that the field is the world. da sagt sie, der Acker ist die Welt. Now, Ellen White will make different applications of what these tares are, Also er macht verschiedene Anwendungen über was dieses Unkraut denn ist. one of them Und eins davon ist, will say that they're the books sie sagt, das sind die Bücher, that your children read. ist, welche eure Kinder lesen. So she'll say this would be a tear. Sie würde sagen, das hier ist ein Unkraut. She'll do it in English or Englisch. Also schreiben da in Englisch. so she would say this book would be a tear, Also das ist, sie würde sagen, dieses Buch ist ein Unkraut. and you're going to plant this tear Und dieses Unkraut wird gepflanzt in the world, in der Welt, according to verse 38. im Vergleich zu Vers 38. Of course not. Nein. Where would you place this book? Wo würde man dieses Buch denn hintun? Where would it be planted or sowed? Wo würde es denn gesät werden oder gepflanzt werden? Ellen White will tell you Ellen White wird uns sagen, it's going to be planted in the mind dass es im Gedankengut eingepflanzt wird. of your children. Von den Kindern. Now, they don't have TV in Ellen White's age Also sie hatten noch kein Fernsehen zu Ellen Whites Zeiten. or the internet, Oder sie hatten noch kein Internet. but we could do the same thing, Aber man könnte das Gleiche machen. and we could say a TV Und man könnte sagen, ein Fernseher could also be a tear because it's the same as a book. könnte auch ein Unkraut sein, weil es ist das gleiche wie ein Buch. And if you let your children watch programs that are not suitable for them, Und wenn man die Kinder dann Programme anschauen lässt, die ihnen nicht ihnen nicht gut tun, she'll tell you that you're planting tares dann würde sie sagen, dass du Unkraut pflanzt. and you're sowing seeds, Und man pflanzt da Samen, the harvest of which you will not look forward to.
von welcher Ernte man nicht sich freut, diese zu voll einzubringen. Now my question to you, Also meine Frage ist nun zu euch, how does Ellen White make such an application of a tear wie kann Ellen White so eine Anwendung dieses Unkrauts machen, when it's absolutely clear wenn es absolut deutlich ist, that the tares dass das Unkraut are sowed in a field in ein Feld gesät werden and the field und das Feld is the world, ist die Welt not the mind of a child. und nicht das Gedankengut eines Kindes. So I hope you can see the discrepancy. Also ich hoffe, ihr könnt hier diese Einzelheiten verstehen, diese Unterschiede. Now this serves Also das dient, to illustrate to you um euch darzustellen, that a prophet dass ein Prophet has a legitimate right hat ein legitimes Recht, to take inspiration um die Inspiration zu nehmen and apply it to a particular context, a particular situation, und es auf eine bestimmte Situation anzuwenden, as the Lord has directed them. so wie der Herr sie dann auch leitet. So the application that Ellen White makes, that it's a book that goes into a child's brain, Also diese Anwendung, die Ellen White macht, nämlich dass dies ein Buch ist, das in das Gehirn geht, is as correct ist genauso richtig, as the application that Jesus makes, genau wie Jesus diese Anwendung tut. and it's as correct Und es ist genauso richtig, the various other explanations that Ellen White gives about what this parable means. die verschiedenen anderen Anwendungen, die Ellen White mit diesem Gleichnis vornimmt. So what I'm saying is this: Also was ich sage, ist Folgendes. these parables Diese Gleichnisse can teach many different lessons können viele verschiedene Lektionen beibringen on different levels und auf unterschiedlichen Ebenen for different people, for different dispensations. für verschiedene Menschen, Völker oder auch verschiedene Zeitalter. So when we in this movement make a specific application of this parable, Also wenn wir in dieser Bewegung jetzt eine bestimmte Anwendung mit diesem Gleichnis vornehmen, that may not fit exactly with your understanding of what the spirit of prophecy is saying about this parable, dann mag das vielleicht nicht ganz damit übereinstimmen, was du denkst, was der Geist der Weissagung über dieses Gleichnis sagt. it's not to suggest that our application is incorrect. Es nicht aus, dass unsere Anwendung des Gleichnisses inkorrekt ist, also falsch ist. It's just showing us that there is a different application. Es zeigt einfach nur auf, dass es da eine unterschiedliche Anwendung, eine weitere Anwendung gibt. This single issue, Singular? this singular issue, Dieses einzelne Problem oder Thema has caused some people so much trouble hat manchen Menschen so viele Probleme, Bauchschmerzen verursacht, that they've decided to even leave the movement over this issue. dass sie sich dazu beschlossen haben, sogar die Bewegung zu verlassen, nur anhand dieses Themas. Because they're not willing to see Denn sie sind nicht willig zu sehen, that a parable can be used in different applications. dass ein Gleichnis in verschiedenen Situationen oder verschiedene Anwendungen für ein Gleichnis gibt. So as we go through this parable, Also während wir jetzt durch dieses Gleichnis hindurchgehen, I want you to keep this in the back of your mind, dann möchte ich, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, so that if you feel that you're challenged, dass wenn ihr merkt, dass ihr so herausgefordert werdet, that you're willing to follow along with what the Bible is teaching, dass ihr willig seid, mit dem Schritt zu halten, was die Bibel lehrt in line with what we teach in this message, und auch was in gleicher Linie ist, was wir in dieser Bewegung lehren, as we make a specific application. während wir eine weitere oder eine spezielle Anwendung vornehmen. Hopefully that's clear to everyone. Ich hoffe, das ist so deutlich und klar für jeden. I want to read a Bible passage. Wir möchten einen Bibelvers lesen. It's a passage that we're all familiar with. Es ist ein Bibelvers, mit dem wir alle vertraut sind. It's 1 Corinthians chapter 15, verse 46. 1. Korinther 15, Vers 46.
1. Korinther 15, Vers 46. Und da heißt es, aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach kommt das Geistliche. So this Bible passage Also dieses Bibelvers seems relatively obscure, relatively innocent, scheint eigentlich so recht einfach zu sein. especially when you see its immediate context. Und vor allem, wenn man es so in dem Kontext betrachtet. Because its immediate context Der Kontext um diesen Vers herum, is dealing with two Adams. da geht es um die zwei Adams. It's dealing with two bodies. Es geht um zwei Körper hier. Now, you can see this if you go to verse 44, two verses back. Man kann das sehen, wenn man zu Vers 44 geht, also 2 Verse zurück. You want me to read it? Please. Okay. Es wird gesät ein natürlicher Leib und er wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So the point that Paul is trying to make in this chapter Also diesen Punkt, den Paulus hier eigentlich in diesem Kapitel rüberbringen möchte, is that there are different types of flesh or bodies. ist, dass es da verschiedene Arten von Fleisch oder Körper gibt. In verse 43, Im Vers 43, it says there's a weak, dishonorable body, da gibt es einen unehrlichen oder einen schwachen Körper. and there's a powerful, glorious body. Da gibt es einen kraftvollen und herrlichen Körper. So let's read verse 43 because I want to make an observation here. Also lasst uns Vers 43 lesen, denn ich möchte hier auf etwas aufmerksam machen. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. So besides just going through my material, I also like to do some level of teaching. Also während ich hier eigentlich durch so mein Material hindurchgehe, möchte ich auch noch eigentlich was nebenher beibringen, lehren. What I want us to see in verse 43, Was ich möchte, dass wir hier im Vers 43 sehen, when it talks about these two bodies, dass wenn es hier um diese zwei Körper geht, it's using a technique called repeat and enlarge. dann wird hier eine Technik angewendet, die Wiederholung und Erweiterung genannt wird. So I want to show the structure of verse 43. Also möchte ich euch die Struktur des Verses 43 zeigen. The verse is in two sections, Also dieser Vers hat 2 Sektionen, part A and part B. Teil A und Teil B. Hopefully you can see that. Ich hoffe, das kann man sehen. In the English, there's a colon that separates them. Also im Englischen gibt es da so ein, wie viel ist? Also Punkt, Komma, was dann den Satz unterteilt. So the first part of the verse says, Also der erste Teil des Vers sagt, dishonor. also Unehre. And the second part says glory. Und der zweite Teil sagt Herrlichkeit. Then if you go to the next part of the verse, Und wenn man dann zu dem nächsten Teil des Vers geht, it says weakness da heißt es Schwachheit and power. und Kraft. Now, I recently said Also vor kurzem habe ich gesagt, that I don't understand William Miller's rules very well, dass ich William Millers Regeln nicht sehr genau verstehe. and many people got frustrated at that comment. Und viele Menschen sind darüber frustriert geworden, dass ich das gesagt habe. Because I commented Denn ich habe kommentiert, that his rules are not easy to understand and apply. ich kommentiere einfach nur darauf, dass seine Regeln einfach nicht einfach zum Anwenden sind. And people objected at that comment Und Menschen sind gegen dieses Kommentar angegangen. because Ellen White said Denn Ellen White sagt, that his rules are easy to understand and follow. dass seine Regeln eigentlich einfach sind zu verstehen und auch anzuwenden. And the point I was trying to make when I said that comment Und den Punkt, den ich eigentlich rüberbringen wollte, als ich dieses Kommentar gemacht habe, is that the words that he uses in his rules are easy to understand, ist, dass die Worte, die er in seinen Regeln benutzt, einfach sind zu verstehen and the principles are relatively straightforward to see, und die Prinzipien sind eigentlich schnell erkennbar, but the application is not easy. aber die Anwendung ist einfach.
And unless you're trained in the methodology that he suggests, Und es sei denn, man ist so trainiert in dieser Methodologie, die er vorgibt oder sagt, die sollte man benutzen, it's easy to make mistakes. ist es sehr einfach, Fehler zu begehen. Now, one of his rules Also eine seiner Regeln ist, says that the Bible is supposed to be its own interpreter. dass die Bibel sich selber auslegt. And in my experience, Und in meiner Erfahrung one of the mistakes that people repeatedly make ist das eines dieser Fehler, die Menschen wiederholt begehen, is when they go to a Bible verse, dass wenn sie zu einem Bibelvers gehen, they pick up a word from the Bible verse, dass sie ein Wort aus diesem Bibelvers herausnehmen. and when they try to understand what it says, Und wenn sie verstehen wollen, was dieses Wort bedeutet, they go to another Bible verse. gehen sie zu einem anderen Bibelvers. Now, sometimes that works, So manchmal funktioniert das auch so, and sometimes it doesn't work. aber manchmal funktioniert das nicht. And it's not really the methodology principle that William Miller suggests that we use. Und das ist nicht unbedingt die Methodologie, die William Miller vorschlägt, dass man diese benutzen sollte. At least it's not the first step. Es sei denn, es ist nicht sozusagen der erste Schritt, das zu tun. So one of the things I want to encourage us to do Also eins der Dinge, die ich möchte oder ermutigen möchte, dass wir dies tun, when we allow the Bible to interpret itself, ist, dass wenn wir die Bibel erlauben, sich selber auszulegen, I want us to try and focus in the verse. dann möchte ich, dass wir anfangen, uns auf diesen Vers und nur diesen Vers zu konzentrieren. And the first thing you should always look for in a verse, And the what? the first thing you should look for in a verse, Und das Erste, was man immer in einem Vers danach suchen sollte, is there a repeat and enlarge in the verse? ist es da eine Wiederholung und Erweiterung in dem Vers selber? And if there isn't, Und wenn das nicht ist, is there a repeat and enlarge in the verse before or after? ist da eine Wiederholung und Erweiterung in dem Vers zuvor oder danach? Many people skip this Viele Menschen, die gehen einfach über diesen Schritt hinweg. and they begin to make mistakes in their application. Und sie fangen an, Fehler in ihre Anwendung reinzubringen. And verse 43 is a very nice example of this. Und Vers 43 ist ein sehr schönes Beispiel dafür. So we're just looking in verse 43, Also wir haben in Vers 43 betrachtet and we're seeing the structure of the verse says, honor, glory, weakness, power. und wir haben die Struktur des Verses gesehen. Wir sehen hier Unehre, Herrlichkeit und Schwachheit und Kraft. And so I'm saying this Bible verse will interpret itself. Und was ich sage, ist, dass dieser Bibelvers sich selbst auslegt. So if I asked you Also wenn ich euch jetzt frage, to give me a biblical definition of glory, eine biblische Definition von Herrlichkeit zu geben, instead of going to Webster's dictionary, also anstelle jetzt zu Webster, dem Wörterbuch zu gehen, instead of going to a concordance and seeing all the verses that talk about glory, und anstelle eine Konkordanz zur Hilfe zu nehmen und jetzt alle Verse durchzuschauen, wo Herrlichkeit ist, what is the definition of glory? was ist die Definition von Herrlichkeit? A biblical definition. Eine biblische Definition. Power. Kraft. So we can see the verse itself will interpret itself. Also wir sehen, dieser Vers wird sich selber erklären. I'm not saying it's wrong to go to Webster's, Ich sage nicht, dass es falsch ist, zu Websters zu gehen. and we should certainly go to different Bible verses. Und auf jeden Fall sollen wir auch zu anderen Bibelversen gehen. But what I want us to see Was ich möchte, was man, is that the Bible dass man sieht, dass die Bibel is defining what glory is, definiert, was Herrlichkeit ist. and it's also defining Und es definiert auch, what dishonor is, was Unehre ist. and vice versa. Und auch umgekehrt. So, is there power in the gospel? Also ist Kraft in dem Evangelium? Is there power in the word? Ist da Kraft im Wort? We all would say yes. Wir würden alle sagen ja. And this Bible verse would define what that power is. Und dieser Bibelvers würde auch aufzeigen, was diese Kraft ist. It's glory. Es ist nämlich Herrlichkeit. Now, if I were to ask you, Also wenn ich euch fragen würde, are you weak seid ihr schwach or are you strong? oder seid ihr kraftvoll?
Now, most people, dann würden meisten Menschen sagen, through a sense of humility, durch demütige Art und Weise würden sie sagen, would say that they're weak. dass sie schwach sind. But if you're weak, Aber wenn ihr schwach seid, what are you saying about yourself? dann was sagst du denn über dich selber? That you're a dishonorable person. Du sagst, dass du ein unehrlicher, unehrbarer Mensch bist That you might even be dishonoring God. und dass du eigentlich Gott Unehre darbietest. And if you think about the implications of dishonoring God, Und wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich heißt, Gott Unehre darzubringen, you see dann sieht they're man, not the same implications as just saying that you're weak and feeble. dass es nicht die gleiche Sache ist, als wenn man nur sagen würde, dass man einfach nur schwach ist und gebrechlich. Too often, Oft we have a very narrow definition of what some of these words mean. Zu oft haben wir einfach nur eine schmale Wissen von dem, was diese Worte eigentlich sagen oder was sie bedeuten. Now, I'm not saying you wouldn't go to, in this case, Strong's Concordance and see what the word weakness meant in the Greek. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir hier hingehen müssen und uns das Griechische uns anschauen müssen und gucken, was Herrlichkeit oder Schwachheit bedeutet. All of those tools have their place. All diese Werkzeuge haben ihren Nutzen und ihren Platz. But if we allow the Bible to interpret itself, Aber wenn wir erlauben, dass die Bibel sich selbst auslegen kann, we'll see dann werden wir sehen, that it's teaching us dass es uns lehrt, the power of these words in a different way. und zwar, dass diese Worte Kraft bekommen in einer ganz anderen Art und Weise. Okay, so that was my slight detour, Also das war jetzt so mein kleiner Umweg hier, because I want us to see denn ich möchte, dass wir sehen, how we should look at Bible verses. wie wir Bibelverse betrachten sollen. We're in verse 46. Und wir sind im Vers 46. It says, first the natural, then the spiritual. Da heißt es erst das Natürliche und dann das Geistliche. And you, I'm sure, are aware Und ich bin sicher, dass ihr euch alle damit vertraut seid, how we apply this verse in our movement. wie wir diesen Vers in unserer Bewegung anwenden. We change the word natural Wir nehmen dieses Wort Natürliche und verändern es to what? zu was? To literal. Zum Buchstäblichen. And we change the word spiritual to what? Und wir nehmen dieses Wort geistlich und verändern es zu was? Symbolic. Symbolik. So it says first the natural, then the spiritual, first the literal, then the symbolic. Also es heißt erst das Natürliche, dann das Geistliche und wir sagen, es ist erst das Buchstäbliche und dann die Symbolik. Now we've been doing that for many years, Und wir haben dies bereits schon seit vielen Jahren getan. and you'll see many speakers quote this Bible verse Und ihr seht viele Sprecher diesen Bibelvers zitieren as evidence als Beweis dafür, that we're supposed to understand truths at the end of the world symbolically, not literally. dass wir Wahrheiten hier am Ende der Welt nicht buchstäblich, sondern symbolisch verstehen sollen. But if you look at the context, Aber wenn man jetzt diesen Kontext anschaut, what is this context? was ist denn dieser Kontext? It's, in its literal application, it's talking about the second advent. In seiner buchstäblichen Art und Weise handelt es hier um das zweite Kommen Jesu. Because if you went back to verse 42, Denn wenn man zum Vers 42 geht, it's speaking about the resurrection of the dead. da geht es um die Auferstehung der Toten. Those people who have died in the faith and who are going to be resurrected in newness of life. Diejenigen, die im Glauben gestorben sind und in dem erneuerten Leben wieder auferstehen werden. And we won't have a dishonorable, weak body, Und wir werden keinen unehrbaren, schwachen Körper haben, a natural body, keinen natürlichen Körper, but we'll have a glorious, powerful, spiritual body. aber wir werden einen herrlichen, kraftvollen Körper haben. So this concept, this idea Also dieses Konzept, diese Idee, that we take Bible verses dass wir Bibelverse nehmen and apply them in specific ways und sie auf gewisse Art und Weise anwenden, is something that's not new to us. ist etwas, was nicht neu ist. But when it comes to the subject of the wheat and tares, Aber wenn es jetzt zu diesem Thema von Weizen und Unkraut kommt, people have attacked this concept, this idea,
Da haben die Leute dieses Konzept einfach angegriffen. This teaching that I want to share with you, Diese Lehre, die ich möchte, dass ich die mit euch teile. this application, Diese Anwendung, because it's not in apparent agreement with Ellen White quotes. denn es so den Anschein hat, dass es nicht mit Ellen White Zitaten übereinstimmt, When she's quoting specifically about this parable. welche speziell über dieses Gleichnis gehen und es zitieren. Now, we should all understand Also wir sollten alle verstehen, that Scripture interprets itself, dass die Schrift sich selber auslegt. and Ellen White's writings, Und Ellen Whites Schriften, they interpret themselves as well. die tun sich auch selber auslegen. And it's a dangerous position just to take one Spirit of Prophecy quote Und es ist ziemlich gefährlich, einfach nur ein Ellen White Zitat zu nehmen and say that's the all-encompassing definition of a particular subject. und sagen, dass das einfach die Definition ist von einem gewissen Thema. Remember, Erinnert euch, the mind of the child, das Gedankengut eines Kindes, where the tare is sown. wo das Unkraut gesät wird. So the book would become what? The tare, Das Unkraut wird was? Nämlich das Unkraut. and the mind of the child would be what? Und das Gedankengut des Kindes wäre dann was? What's the symbol that the Bible would be giving for the mind? Was ist dieses Symbol, was die Bibel für diesen Verständnis geben würde? It'd be the field. Es würde das Feld sein. Do we agree with that? Können wir damit übereinstimmen? Because you sow seeds in a field. Denn man tut ja Samen in einem Feld säen. You put books in a mind. Man tut Bücher in ein Gedankengut So Ellen hinein. White's saying that a field is a mind. Also Ellen White sagt dann, dass ein Feld ein Gedankengut ist. Jesus is saying the field is the world. Jesus sagt, das Feld ist aber die Welt. And in Christ Object Lessons, Und im Christi Gleichnisse, what does Ellen White say the field is? was sagt sie da, dass das Feld ist? She says it's the church. Da sagt sie, dass es die Gemeinde ist. So you have three different applications of the same symbol. Also hat man hier 3 verschiedene Anwendungen des gleichen Symbols. This should not be a surprise to us. Das sollte keine Verwunderung bei uns hervorrufen. So I want us to keep that in the back of our minds Also ich möchte, dass wir das im Hinterkopf beibehalten, as we begin to make an application. während wir jetzt anfangen, eine Anwendung vorzunehmen. I want to add one more point. Ich möchte noch einen weiteren Punkt hinzufügen. If you see almost every application that Ellen White makes about this parable, Und wenn man fast durch alle Anwendungen hindurchgeht, die Ellen White über dieses Gleichnis vornimmt, it's almost always moral. dann ist es fast immer moralisch. She makes moral application over and over again of this parable. Sie macht moralische Anwendungen anhand dieses Gleichnisses über und über immer wieder. But we know Weil wir wissen, that the everlasting gospel dass das ewige Evangelium, is a three-step prophetic testing message dass es eine dreifältige prophetische Testbotschaft ist, that develops and then demonstrates two classes of people. welches erst entwickelt und dann 2 Klassen von Anbetern demonstriert. And it's this understanding Und dieses Verständnis that we are under a prophetic testing message, ist, dass wir unter einer prophetischen Testbotschaft sind, not a moral testing message, nicht einer moralischen Testbotschaft, that gives us the legitimacy welches uns das Gewicht gibt oder das Recht, of not disagreeing with the spirit of prophecy, nicht mit dem Geist der Weissagung nicht zu übereinstimmen, also ihn zu entgegengesetzt zu sein, but rather giving a different application. aber eher noch eine andere Anwendung hinzuzufügen. So we're giving a prophetic application, not a moral application. Also geben wir eine prophetische Anwendung, keine moralische. And we know that to be correct. Und wir wissen, dass dies recht ist. Recht Because ist. if you go into any of the major stories that we speak of, Denn wenn wir in egal welche dieser großen Geschichten gehen, über die wir oft reden, are we all familiar sind wir alle vertraut mit. I want to go to Exodus chapter 40. Also das ist Exodus, also 2. Mose, Kapitel 40. Exodus chapter 40, verse 2.
Now, when Ellen White comments on this verse, Also wenn Ellen White auf diesen Vers dann kommentiert, 2. Mose Kapitel 40, Vers 4. I haven't given the verse yet. Okay. When she comments on this verse, Also wenn sie zitiert, she's going to make a moral application. dann wird sie eine moralische Anwendung machen. Oh, thank you. Which is all fine and well. Welches absolut rechtmäßig ist. But let me ask you what application you make of this verse. Aber lasst mich nun fragen, welche Anwendung ihr macht mit diesem Vers. Verse 2. Vers 2. 40 Vers 2? Okay. Am ersten Tag des ersten Monats sollst du die Wohnung, die Stiftshütte, aufrichten. So it talks about the first day of the first month, the tabernacle is going to be set up. Also es heißt hier, am ersten Tag des ersten Monats wird die Stiftshütte errichtet. What does that mean to you? Was bedeutet das für dich? Is everybody familiar with this verse? Ist jeder mit diesem Vers vertraut? Is anybody not familiar? Put your hand up. Wenn jemand nicht vertraut ist mit diesem Vers, Hand bitte hoch. To my sisters. 2 meiner Schwestern. Okay, everyone else is. Jeder ist. So you've got to give me an answer. What is this verse teaching you? Also ihr müsst mir eine Antwort geben. Was lehrt dieser Vers? (9/11). Der 11. September. Okay, so my sister just said 9/11. Und meine Schwester hat jetzt einfach so 11. September gesagt. Besides my two sisters, does everybody understand what she's talking about? Wisst ihr, es sei denn die 2 Schwestern, wisst ihr über was es hier geht? Yes? Ja? Okay, so we all understand why we say 9/11. Also wir verstehen, warum wir sagen, dass es der 11. September ist. Ellen White will say, Ellen White wird sagen, on her commentary on this passage, wenn sie hier kommentiert, diesen Vers kommentiert, they've been in the wilderness for nearly 2 years and they're going to set up the tabernacle, and she'll give a historical story. sie sagt, sie sind seit 2 Jahren unterwegs und sie tun die Stiftshütte aufrichten und dann gibt sie so eine historische Abfolge, von was passiert. Now we come Und dann kommen wir and we say, no, und dann sagen wir, nee, this verse means dieser Vers bedeutet 9/11. den 11. September. Someone in the church Und jemand in der Gemeinde, who's an expert on the spirit of prophecy der Ellen White liest, will say that you're just teaching error. der wird sagen, du lehrst hier Irrlehre. Because Ellen White speaks nothing about 9/11 or end-time prophecy. Denn Ellen White spricht hier überhaupt nicht über den 11. September oder Endzeitprophetie. Because she's making Denn sie a historical or moral application. macht eine historische oder moralische Anwendung. And we're making a totally different application. Und wir machen eine komplett andere Anwendung. We're changing this tent We're changing? Yeah. Wir ändern dieses Zelt, into a church, diese Stiftshütte in eine Gemeinde. and not just any church, Und nicht nur irgendeine Gemeinde, a specific church. sondern eine spezielle Gemeinde. And people would object to that. Und die Leute stimmen damit nicht überein. Then we make the first of the first month, Und dann nehmen wir den ersten Tag des ersten Monats, April the 19th, 1844, den 19. April 1844, using Karaite reckoning. im kariatischen Kalender oder Anwendung, ja, Then we Zeitrechnung. transfer that Dann nehmen wir das und transformieren dies to 9/11. und sagen, das ist der 11. September. And how do we do that? Und wie tun wir das denn? Through an obscure spirit of prophecy quote, Es ist durch ein Ellen White Zitat, based upon the idea basierend auf den Grund, that April the 19th, 1844 is the arrival of the second angel's message. Dass der 19. April 1844 die Ankunft des zweiten Engels ist, Which Ellen White doesn't specifically say anyway. welches Ellen White, wie auch immer, was Ellen White nicht ganz deutlich rüberbringt. The point I want to make Den Punkt, den ich möchte, is that when we take Bible passages or even spirit of prophecy quotes, den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn wir Bibelpassagen nehmen oder Zitate, we have been raised up as a movement. sind wir damit aufgewachsen als Bewegung. We have been commissioned Diese Bewegung ist erhoben worden und der Auftrag von uns bedeutet, to make prophetic application of inspiration prophetische Anwendung der Inspiration vorzunehmen and not a moral application. und keine moralische Anwendungen.
It's not that we're immoral people. Bedeutet nicht, dass wir unmoralisch sind. It's not that we don't believe in morality. Es ist nicht, dass wir nicht in die Moral glauben. But we've been raised up as a movement for a specific task. Diese Bewegung wurde ins Leben gerufen, um etwas zu vollrichten, eine bestimmte Sache zu vollbringen. That's why my sister correctly said, Und das ist der Grund, warum meine Schwester hier korrekt geantwortet hat, when she comes to this verse, dass wenn es zu diesem Vers kommt, she's not looking at fabrics and tents and poles. da schaut sie nicht an, wie die Stoffe sind und die Zelte und die Pfosten. She's looking at prophecy. Sie schaut die Prophetie an. She's looking at a church. Sie schaut sich die Gemeinde an. She wants to try and understand what these fabrics would mean at the end of the world. Sie würde versuchen wollen zu verstehen, was diese Tücher am Ende der Welt bedeuten. Maybe you want to see how big this sanctuary was, its measurements. Vielleicht würde man auch sehen wollen, wie groß diese Stiftshütte war. I'm sure you're all aware when people do that, they come up with a number of different 2520s. Und ihr seid bestimmt auch damit vertraut, dass wenn Menschen dies tun, mit verschiedenen oder mehreren 25-20 da aufkommen. So when people Also wenn Menschen tell you euch sagen, that it's incorrect dass es inkorrekt ist, to make a prophetic application of Matthew 13 dass es falsch ist, eine prophetische Anwendung von Matthäus 13 vorzunehmen, because Ellen White makes a moral application, weil Ellen White eine moralische Anwendung macht, you should be careful about taking that counsel. dann sollte man sehr vorsichtig sein, diesem Rat zuzuhören oder anzunehmen. Because those very same people, Denn diese gleichen Menschen, when it suits them, dass, wenn es ihnen gerade passt, will very quickly and readily make a prophetic application werden sehr schnell so eine prophetische Anwendung machen, wo es ihnen passt. without any spirit of prophecy backing. Ohne irgendeine Backup oder so einen Hintergrund vom Geist der Weissagung. On a different Bible verse, just as Exodus chapter 40. Oder bei einem anderen Bibelvers, wie zum Beispiel hier bei 2. Mose 40. So, over and over again, Also immer und immer wieder we should understand that when we approach the scriptures, it should be with a prophetic viewpoint, not moral. sollten wir verstehen und auch sehen, dass wir, wenn wir die Bibel annehmen oder durchlesen oder so, dass wir diese Anwendungen prophetisch durchsehen und nicht prophetisch vornehmen und nicht moralisch. Now, another Bible verse, Jetzt ein weiterer we don't Bibelvers. even have to turn there. Wir müssen noch nicht mal dahin gehen. Leviticus 23, verse 5. Levitikus 23, also 3. Buch Mose 23, Vers 5. All it says Und all, was es dort sagt, is the ist, 14th day of the first month und da heißt es, in dem 14. Tag am 1. Monat is the Passover. ist das Passa. So, what does that mean to us? Was bedeutet dies für uns? What did we say about Leviticus 23, verse 5? Was sagen wir über 3. Buch Mose 23, Vers 5? What would you do with that? Was würdest du mit ihm tun? Anybody have any thoughts? Hat jemand irgendeinen Gedanken dazu? Based upon what we've just spoken about this evening, we should all have some idea. Basierend auf dem, was wir heute Abend hier besprochen haben, sollte jeder von uns irgendwie was dazu sagen können. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. We need to understand it symbolically. Wir müssen es symbolisch verstehen. We read the literal, Wir lesen das Buchstäbliche then we make a symbolic application. und dann machen wir eine symbolische Anwendung. So, what would be a symbolic application to this verse? Also was wäre eine symbolische Anwendung von diesem Vers, Where we would talk about the Passover. wo wir über dieses Passa reden? Any thoughts? Gedanken dazu? We could go to 9/11. Wir könnten zum 11. September gehen. So, this could be an application at 9/11. Also es könnte eine Anwendung von dem 11. September sein. If you're familiar with the advanced material that we're teaching currently, Und wenn man mit dem vertraut ist, mit dem weiter fortschreitenden Licht in dieser Bewegung, this could be midnight. dann könnte dies auch Mitternacht sein. This could be Sunday law. Es könnte auch das Sonntagsgesetz sein. Depending on where you make the application, Also es kommt darauf an, wo man die Anwendung vornimmt. understood symbolically, it could be different waymarks. Dadurch, dass man symbolisch es versteht, könnte es an verschiedenen Wegmarken markiert werden.
hopefully we all agree Ich hoffe, dass wir alle damit übereinstimmen, that this is what we've been teaching for a long time in how to approach inspiration. dass dies etwas ist, was wir schon seit langer Zeit lehren, dass man so die Inspiration, also so an sie herangeht. So when we come to Matthew 13, Also wenn wir dann Matthäus 13 anschauen, we should follow the same principle. sollten wir das gleiche Prinzip folgen. Now, before we go into Matthew 13 in some detail, Also bevor wir nun in Matthäus 13 im Detail eintauchen, I want to go to verse 30, Matthew 13, verse 30. also gehen wir zu Matthäus 13, die Vers 30. Talks about reapers. Und dort handelt es von den Schnittern oder die Leuten, die ernten. Now, in the commentary, Also im Kommentar Jesus is going to explain what these reapers are. wird uns dann Jesus sagen, wer diese Schnitter sind. So we read Matthew 13, verse 30 or 29? We read 24 till 30. Yeah, just that one verse. 29, I think. Okay, also, where they ask, say, should we, Verse 30 Vers 30, okay. Also Vers 30, talks about reapers. da geht es um die Schnitter. In verse 41, In Vers 41, Jesus is going to tell you who the reapers are. da wird er sagen, wer die Schnitter sind. Who are the reapers? Wer sind die Schnitter? Read the verse. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln. Who are the reapers? Also wer sind die Schnitter? Angels. Die Engel. Okay, now we read 1 Corinthians 15, verse 46. Yes. Wir haben 1. Korinther 15, Vers 46 gelesen. When it says angels, Und es sagt Engel. what kind of angels are these? Welche Art von Engel ist das? Literal or symbolic? Also buchstäblich oder geistlich? They have to be symbolic. Sie müssen symbolisch sein. Now, if you've been in this movement any length of time, Also wenn man in dieser Bewegung schon in geraumer Zeit ist and many of the people who are opposing these truths have been, und man hat die Menschen like the people who oppose this message have been? many of the people who have left this movement now Okay, sorry. Viele Menschen, die die Bewegung jetzt nun verlassen haben, over this issue über diese Thematik, have been in the movement for some time, sie waren schon in der Bewegung geraume Zeit. and they believe 1 Corinthians chapter 15. Und sie lesen 1. Korinther 15, Vers 46. They teach it. Sie lehren es. But when it comes to Matthew 13, verse 30, Aber wenn es zu 1. Korinther 15, Vers 30 kommt and then verse 41, und Vers 41, because they want to make their point, weil sie ihren Punkt rüberbringen möchten, which is to destroy a prophetic application, welche der ist, eine prophetische Anwendung zu zerstören, they will tell you dann werden sie sagen, that these angels cannot be symbolic. dass diese Engel nicht symbolisch sein können. Because they'll say an angel is an angel, Sie sagen, ein Engel ist ein Engel and they have to be understood literally. und es muss buchstäblich verstanden werden. Now, I want us to really think about this, Also ich möchte jetzt darüber wirklich, dass wir darüber nachdenken. because it's based upon these fundamental rules that we should all be familiar with, Denn basierend auf diesen fundamentalen Prinzipien oder Regeln, mit denen wir alle vertraut sein sollten, and we all claim to accept and believe, und wir alle behaupten, dass wir dies annehmen und glauben, that we will be able to make a right interpretation of. und dass wir auch eine richtige Interpretation So- haben können. If these angels were literal, Also wenn diese Engel buchstäblich sind, that would be one thing. dann wäre das eine Sache. If they were symbolic, Wenn sie symbolisch sind, it would be a totally different answer. das ist eine komplett andere Antwort dann. Now, do we know any symbolic angels? Kennen wir irgendwelche symbolischen Engel? That this movement
dass diese Bewegung is built upon. darauf aufbaut. Of course, Ja, natürlich. I gave you the statement that we use. Habe euch dieses Statement, diese Aussage gegeben, die wir immer benutzen. The everlasting gospel Das ewige Evangelium is a three-step prophetic testing message. ist eine dreifältige prophetische Testbotschaft. And where do we read that phrase, everlasting gospel? Und wo kommt dieser Wortsatz her, das ewige Evangelium? Revelation 14, Offenbarung Kapitel 14, verses 6 to 11, Vers 6 bis zu 11, which is the three angels' messages. welches die drei Engelsbotschaft ist. And every Adventist knows, Und jeder Adventist weiß, what do we know about those angels? was wissen wir über diese Engel. You don't even have to be in the message to believe this. Du musst noch nicht mal in der Botschaft sein, um dies zu glauben. Are those angels literal or symbolic? Sind diese Engel buchstäblich oder symbolisch? They're symbolic. We know they're symbolic. Sie sind symbolisch. Wir wissen, dass sie symbolisch sind. If they were literal, Wenn sie buchstäblich wären, think of the implications, dann denkt über diese Auswirkungen nach. the foolish conclusions that you'd come to. Die törichten Schlussfolgerungen, zu denen man da kommen würde. I'll give you one example. Ein Beispiel. We just read or commented from Revelation 14. Wir haben gerade Offenbarung Kapitel 14 kommentiert oder zitiert. First, second, and third angels' messages. Erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Now, often when we do our studies, Also wenn wir oft unsere Studien vornehmen, 14, verse 6 and 7, die Verse, Kapitel 14, Verse 6 und 7, we say this is the first angel's message, da sagen wir, dies ist die erste Engelsbotschaft. but it's specifically Aber im Speziellen the arrival. ist es die Ankunft. Why do we make that point? Warum machen wir diesen Punkt, diese Behauptung? Because we want to jump from that point to another point. Denn wenn wir von diesem zu einem weiteren Punkt gehen, Where do we want to go from the arrival of the first angel's message? Where do we want to go to? von der Ankunft des ersten Engels, wo wollen wir denn als nächstes dahin gehen? Revelation. Offenbarung. We want to go to Revelation 10. Zur Offenbarung Kapitel 10. Because in Revelation 10, Denn in der Offenbarung Kapitel 10, you've got another angel coming down. da hat man einen weiteren Engel, der herniederkommt. And we understand this angel that's coming down Und wir verstehen, dass dieser Engel, der herniederkommt, is also the first angel, auch der erste Engel ist. but it's not its arrival, Aber dies ist nicht die Ankunft, it's its empowerment. sondern die Bekräftigung. We're familiar with this. Wir sind mit dem vertraut, nicht wahr? This is 1798, Dies ist 1798 and this is und das ist 1840. 1840. Now, if these were literal angels, Also wenn dies jetzt buchstäbliche Engel wären, when this angel comes down, dann wenn dieser Engel herniederkommt, if this is a picture of the earth, wenn das jetzt so ein Bild von dieser Erde wäre, and this is land and sea, und das ist das Land und das Meer, where's this angel standing? wo steht denn dieser Engel? It has one foot on the land Es heißt, ein Fuß ist auf dem Land and the other on the sea. und der andere auf dem Meer. And what does Ellen White say this means? Und was sagt Ellen White, was dies bedeutet? So, my brother says worldwide. Mein Bruder sagt, dass dies weltweit bedeutet. Now, if this means worldwide, Also wenn dies jetzt weltweit bedeutet, how big is this angel? wie groß ist denn dieser Engel? I mean, he must be hundreds, if not thousands of meters tall. Da müsste er ja Hunderte oder Tausende von Metern hoch sein. This must span hundreds or thousands of kilometers. Das müsste eine Spanne von Hunderten oder Tausenden von Kilometern And sein. worse than that, Und noch schlimmer, the earth is a sphere. die Erde ist ja rund. So how can his 2 feet Also wie können seine zwei Füße even go round a sphere? da so rumfassen? All I want to show us Alles, was ich euch aufzeigen möchte, is that people, dass Menschen either through lack of care and attention entweder aufgrund fehlender Aufmerksamkeit oder dass sie sich einfach nicht so darum
scheren or because they have their own agenda, oder weil sie ihre eigene Überzeugung haben, they have their own misconceptions, weil sie eigenen Verständnisse, what has happened in our movement was in unserer Bewegung vonstatten geht, over the last 16 months, in den letzten 16 Monaten, in fact it happened before that, es passierte schon bereits sogar davor, because it happened in 2014, denn es passierte in dem Jahr 2014, when people als Menschen went to the book of Isaiah zu dem Buch Jesaja gegangen sind and Zephaniah, und Zephania, and it speaks about towers, und dort geht es um Türme and they wanted to make them literal. und sie wollten da diese Türme buchstäblich anwenden. And we thought we'd got over that issue. Und wir haben gedacht, wir haben das behandelt. But lo and behold, Aber siehe da, this controversy between the literal and the symbolic is alive and well in our movement still. dieser Kampf zwischen dem buchstäblichen Geistlichen oder Symbolischen ist in unserer Bewegung immer noch sehr lebendig. And if you get trapped into this mindset, Und wenn man in diesen Verständnis oder dieses Verständnisgut so reingefallen ist oder gefangen ist, you will inevitably fall and stumble off the path. dann ist es einfach unausweichbar, dass man einfach vom Pfad abkommt und fällt. Now I understand Ich verstehe, that the relationship between things that are symbolic having some literal application also ich verstehe, dass Dinge, die symbolisch sind, auch irgendwie da auch eine wörtliche, buchstäbliche Anwendung oder Auswirkung haben. can sometimes be confusing, Und es kann oft oder manchmal verwirrend sein, but I want to make this statement. aber ich möchte Folgendes sagen. Let me make this statement first. Lass mich Folgendes erst sagen. You've probably heard people say something like this. Ihr habt wahrscheinlich schon Leute gehört, die Folgendes sagen. Before the cross, Vor dem Kreuz it's local ist es lokal and literal, oder buchstäblich and after the cross, und nach dem Kreuz it's worldwide ist es weltweit and symbolic. und symbolisch. Have you heard that concept before? Habt ihr das schon mal gehört? We know Wir wissen, that there are some caveats about this. There are some unique situations where it doesn't quite apply. also wir wissen, dass es da so Ausnahmen oder spezielle Situationen gibt, wo so Dinge nicht ganz so anwendbar sind. But the principle is true and correct. Aber das Prinzip ist gut und es ist richtig. So I want to say Was ich sagen möchte, everything dass alles needs to be understood symbolically. symbolisch verstanden werden muss. When things are understood symbolically, Wo die Dinge symbolisch verstanden werden, sometimes they have a literal application. haben sie manchmal eine buchstäbliche Anwendung. And it's this confusion Und diese Verwirrung, that some people struggle with. wo manche Leute herausgefordert sind oder so ein bisschen Probleme haben. I'll give you an example of this. Ein Beispiel dafür. Daniel chapter 11. Daniel Kapitel 11. Verse 2. Daniel Kapitel 11, Vers 2. Und nun will ich dir Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen, und der 4. wird größer Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich sein Reichtum stark führt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Now, this 4th king that's going to rise up, Nun, dieser 4. König, der aufkommen wird, who is that 4th king? wer ist dieser 4. König? First, the natural. Erst das Natürliche. Alexander? It's not Alexander. Es ist nicht Alexander. Alexander is in the next verse. Alexander ist im nächsten Vers. This 4th king Dieser 4. König is the king that's brought to view in the book of Esther, ist dieser König, um den es im Buch Esther geht. Ahasuerus. Ahasuerus. Or his secular title is Xerxes. Oder sein weltlicher Titel ist Xerxes. So he's the natural, Also er ist das Natürliche. and when we make a symbolic application, Und nun, wenn wir eine symbolische Anwendung machen, who does he become? wer würde er dann werden?
President Donald Trump. dann wäre er Präsident Donald Trump. And then we say, Und dann würden wir sagen, by the way, und, ja, do you know he's the richest president there's ever been? wisst ihr, wer der reichste Präsident je war? And people would say, you mean literally? Und dann würden Menschen sagen, meinst du buchstäblich? And we say, yeah, check the Okay. statistics. Ja, guckt euch die Statistiken an. So we have a symbol Also wir haben ein Symbol, that has literal application attached to it. das buchstäbliche Charaktereigenschaften mit sich trägt No, I'm oder not Auswirkungen hat. I'm not arguing that you can't make a symbolic application of those riches either. Ich argumentiere gar nicht darüber, dass man auch eine symbolische Anwendung über diese Reichtümer machen kann. I only point that as an example Ich sage das nur als Beispiel, because people will point to passages like this denn Menschen zeigen auf Passagen like das, diese, to try and undermine our prophetic symbolic message. um unsere prophetische Botschaft herunterzuspielen oder herunterzumachen. And we should be careful Und wir sollten vorsichtig sein, how we listen to people's interpretations. wie wir oder wie viel wir menschlichen Interpretationen zuhören oder Glauben schenken. So as we go through my studies, Und während wir durch meine Studien particularly durchgehen, these ones about Matthew 13, im Speziellen über Matthäus 13, because they're so sensitive, weil sie so sensibel sind. you may have lost friends over this issue. Du hast vielleicht sogar Freunde über dieses Thematik oder dieses Problem verloren. You may be struggling yourself. Du magst vielleicht selber so ein bisschen Problematik So I haben. want to begin by saying this. Dann möchte ich damit beginnen, Folgendes zu sagen. I'm going to be making a prophetic application, Ich werde eine prophetische Anwendung machen, not the moral one that Ellen White makes. nicht die moralische, die Ellen White vornimmt. I'm going to be making a symbolic application. Und wir werden eine symbolische Anwendung machen. And angels won't be literal. Und die Engel werden nicht buchstäblich sein. Yes. So, what I'd like you to do Also was ich möchte, dass ihr tut, is the rest of this evening, maybe in your devotion tomorrow, den Rest des Abends oder vielleicht in eurer Andacht morgen früh, please spend some time going through these verses bitte vernimmt euch ein wenig Zeit und geht durch diese Verse hindurch. and for certain, Und sicher, see what Ellen White says on these verses. dann seht, was ein Weit über diese Verse schreibt. And I believe I'm speaking first tomorrow. Und ich glaube, morgen werde ich als erstes sprechen. So, after breakfast, Also nach dem Frühstück, we'll have 2 hours werden wir 2 Two Stunden presentations. haben, 2 Präsentationen. and we want to go through Matthew 13 as carefully as we can. Und wir möchten da durch Matthäus 13 hindurchgehen, so vorsichtig wie wir können. So I want to summarize. Also jetzt möchte ich zusammenfassen. When we read our Bibles, Wenn wir unsere Bibeln lesen, look for this rule: dann schaut nach dieser Regel hier. repeat and enlargement. Die Wiederholung und der Erweiterung. Look in the verse itself. Schaut in dem Vers selber nach. Look at the verse that precedes and follows. Schaut in dem Vers vorher und hinterher. Try and see what every word means and what bearing it has in the verse. Versucht zu sehen, was das Wort, jedes einzelne Wort, das Gewicht des jeden einzelnen Wortes zu sehen. Gave an example. Ich habe ein Beispiel gegeben. 1 Corinthians 15, verse 43. 1. Korinther 15, Vers 43. If you've heard the phrase, Wenn man diesen Satz gehört hat, justification, sanctification, glorification, Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung, which is the three angels' messages, 3 steps, welche die 3 Engelsbotschaft ist, sind die 3 Schritte. what does glorification mean? Was ist die Verherrlichung? Glorification Verherrlichung means power. bedeutet Kraft. Now, unless you saw that in this verse like this,
Also es sei denn, man hat das in dem Vers so gesehen. I'm pretty sure most of you would have given a different answer about glory. Ich glaube, die meisten von euch hätten eine unterschiedliche Antwort über die Herrlichkeit gegeben. It's a very powerful technique, Es ist eine sehr kraftvolle Technik, and die it can man open up the anwendet. scriptures in new and profound ways. Und es kann die Schriften in einer Art und Weise eröffnen, die so neu ist und so kraftvoll. This is not undoing any of the other prophetic rules. Und das tut nicht eine der anderen prophetischen Regeln beiseite setzen. Then we went, verse 46, Dann sind wir zum Vers 46 gegangen. and we want to understand this concept about the natural and the spiritual, the literal and the symbolic. Und dort ist dieses Konzept über dieses Natürliche und dann das Geistliche oder dieses Buchstäbliche und dann dieses Symbolische. And I gave different examples of that. Und ich habe verschiedene Beispiele dafür We gegeben. went to Exodus, Leviticus. Und wir sind zum zweiten Buch Mose und auch zum dritten Buch We Mose went gegangen. to Revelation 14, Revelation 10. Und wir sind auch zur Offenbarung Kapitel 14 und auch 10 gegangen. And then we discussed Und dann haben wir darüber geredet, that a particular Bible verse, a chapter or a story, dass ein Bibelvers oder eine Geschichte oder ein Kapitel can have many different applications. es viele verschiedene Anwendungen haben kann. It can teach us different things. Es kann verschiedene Dinge lehren. And the prophet of God Und der Prophet Gottes has the right, has the legitimacy und hat dieses Recht oder ja, to make an application that God leads them and directs them to make. eine Anwendung zu vollziehen, die Gott möchte oder ja dahin führt, dass man diese Anwendungen vornimmt. So a field Also ein Feld can be a mind, kann ein Gedankengut sein, can be the whole world, kann die ganze Welt sein, and can be the church, kann aber auch die Gemeinde sein, depending on the application. basierend auf der Anwendung. And I think that's all we covered. Und ich glaube, das ist alles, was wir drüber geredet haben. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness and mercy, wir möchten dir danken für deine Gutmütigkeit und deine Gnade, for your tender watch care over us. über deine vorsichtige, dass du auf uns aufpasst. Please be with us and guide us. Herr, sei mit uns und bitte leite uns. Be with those brothers and sisters who are new. Sei bitte mit diesen Geschwistern, die neu sind. Help them to begin to understand these truths. Helfe ihnen, diese Wahrheiten zu verstehen. And may each of us this week Und möge jeder von uns diese Woche be honest and truthful, treu sein oder ehrlich sein. not to each other, Nicht aneinander, but but to themselves sondern einer jedem selber gegenüber and to you. und gegenüber dir. You've told us Du hast uns gesagt, that the sealing dass das Versiegeln, is both intellectual and spiritual. beides ist intellektuell, aber auch geistlich. May each of us Möge jeder von uns be intellectually honest intellektuell ehrlich sein and truthful und wahrhaftig to ourselves and to you und wahr sein oder ehrlich zu dir und dir sein, ja. as we study your prophetic message. Indem wir während wir dein Bibel oder dein Wort studieren. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.